Also ich glaube, die Pathologie hier in Göttingen hat sich in den letzten 10 Jahren dramatisch weiterentwickelt. Ich glaube, wir haben eine total dynamische Entwicklung gesehen. Deswegen sind wir auch alle ganz fasziniert von Humangenetik momentan, weil wir einfach neue technologische Möglichkeiten haben, die wir nutzen, sowohl um Gene zu entschlüsseln, aber auch um Diagnostik für Patienten zu machen. Hi, morgen Philipp. Hey, super. Alles gut? Professor Ströbel hat hier wirklich eine tolle Pathologie aufgebaut. Das heißt, er hat ganz moderne pathologische Diagnostik umgesetzt und in die Patientenversorgung gebracht. Professor Wollnig, der Chef der hiesigen Humangenetik, ist ein wirklich ausgewiesener Experte im Bereich der seltenen Erkrankungen. Herr Wollnig ist außerdem herausragend im Bereich der Methodenentwicklung, macht dort sehr innovative Ansätze. Kommunikation und Interaktion, die uns verbindet, das ist, glaube ich, etwas, was uns beiden sehr am Herzen liegt. Das ist ja super, oder? Die Rolle von Next Generation Sequencing in der klinischen Diagnostik kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. In meiner beruflichen Erfahrung war das mit Abstand die größte Veränderung, die den größten Fortschritt gebracht hat. Wir sehen ja, dass damit neue Fälle geknackt werden, dass neue Erkrankungen entdeckt werden, dass neue Gene entschlüsselt werden, neue Pathomechanismen entschlüsselt werden. Und wenn wir die Diagnostik verbessern und zeigen können, mit der Genomsequenzierung haben wir viel bessere Trefferquoten, als wenn wir nur an die Exome schauen, dann können wir den nächsten Schritt gehen. Das Modellvorhaben leitet wirklich eine neue Ära in Deutschland in der Genomik ein. Und zwar deswegen, weil wir auf einmal das Ganze in die Patientenversorgung bringen. Das war vorher nicht möglich und das ist ein Meilenstein für uns. Das ist ganz oftmals das Problem, dass die Fachbereiche in einer Universitätsmedizin so ein bisschen so nebeneinander herlaufen. Das Modellvorhaben ist natürlich echt ein wunderbarer Punkt, wo man dann sagen kann, okay, die Zusammenarbeit intensivieren wir jetzt. Ein Vorteil der Kollaboration mit der Humangenetik ist natürlich, dass wir zusammen auch sehr viel mehr Sequenzdaten produzieren, einen größeren Sequencer anschaffen konnten, was aus der Pathologie heraus vorher nicht alleine möglich war. Hallo Sina, gut, dass du noch da bist. Ich glaube, es ist allen klar, dass der Umgang mit diesen riesen Datenmengen, die entstehen, wahrscheinlich mit der entscheidende Bottleneck bei der Implementierung von molekularer Diagnostik ist. Für unsere Mitarbeiter ist das im Alltag ein ganz großes, auch praktisches Problem. Man sagt ja deutschlandweit, das ist das Nadelöhr im Endeffekt halt für viele Applikationen von neuer Technologie. Wir reden jetzt hier nicht mehr von Gigabytes, wir reden hier von Terabytes. Ohne die entsprechende Expertise hast du überhaupt keine Chance, die Daten irgendwie vernünftig zu verarbeiten. Also ohne Bioinformatik keine Genomdatenanalyse. Danke, dass ihr rübergekommen seid. Die großen Hindernisse waren natürlich, dass wir die Daten tatsächlich in die Cloud bekommen. Die Speicherorte in der Cloud müssen gut geschützt sein, das muss gut belegt sein, dass die Daten da auch sicher verwahrt sind. Die Automatisierung hat die Arbeit insofern vereinfacht bzw. überhaupt erst in einem vernünftigen Maßstab möglich gemacht. Ja, weil das spart unglaublich viel Zeit und natürlich auch Arbeitskraft, also Manpower, die anderweitig dann für die Analyse frei ist. Wir starten das Sequenziergerät mit der fertigen Library, dann werden die Daten ganz automatisch auf den Server übertragen, werden direkt ausgewertet und das passiert alles in der Nacht. Am nächsten Tag können wir die Daten schon auswerten, das ist ein sehr, sehr großer Vorteil. Die Erleichterung bei der Variantenbewertung ist quasi das, wenn man das aufmacht, den Fall, dass man durch die KI gleich die besten 10 Varianten sieht und in den meisten Fällen, sag mal in 50 bis 60% der Fälle, sagt, ich habe meine Variante, ich gucke vielleicht noch rechts und links, ob ich noch was Zweites habe, sekundäre Varianten und dann kann ich meinen Befundbericht schreiben. Das ist der große Vorteil der KI-basierten Auswertung. Der Support von Illumina war wirklich sehr gut, von Anfang bis Ende. Aus dem einfachen Grund, weil die Pipeline wirklich auf uns zugeschnitten ist. Also unsere speziellen Anforderungen sind gut umgesetzt worden. Und ich glaube, jetzt haben wir ganz clevere und tolle automatisierte Lösungen. Und die sind essentiell wichtig, gerade im Rahmen der Diagnostik. Und darüber sind wir total froh. Alles, was dazu beiträgt, das ein Stück weit zu automatisieren, sicherer zu machen, die Datenfilterung, die Variantenbewertung, all diese Dinge ist hochwillkommen und ist wahrscheinlich ein ganz entscheidender Baustein in der verbreiteten Implementierung von NGS-Diagnostik.
Für die Zukunft der Genomik in Deutschland wünsche ich mir, dass wir auf dem Weg, den wir mit dem Modellvorhaben begonnen haben, dass wir auf dem weitergehen. Momentan kommen leider, muss man sagen, diese Technologien, also Next Generation Sequencing, häufig erst gegen Ende einer Behandlung zum Tragen. Tatsächlich würde man ja eigentlich schon nach dem gesunden Menschenverstand fordern, dass diese Diagnostik ganz an den Anfang gehört. Für die Patientinnen und Patienten hat das eine sehr hohe Bedeutung. Und ich glaube, dass es die Patientenversorgung extrem verbessert. Was man nicht vergessen darf, ist, dass was wichtig ist für Patienten, ist im Endeffekt halt auch die genetische oder die molekulare Diagnose zu stellen. Und das gelingt uns durch das Modellvorhaben sicherlich immer besser.